Immer wieder werde ich hier gefragt, mach doch mal ein Video zum Thema Palau Digital Residency, also zur E-Residency auf Palau. Und genau das wollen wir heute tun. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Palau ist eine Inselgruppe im westlichen Pazifik. Sie besteht aus sage und schreibe 500 Inseln, wobei allerdings nur 11 bewohnt sind. Insgesamt hat Palau 18.000 Einwohner. Das Ganze wollen wir uns doch jetzt mal auf der Karte anschauen. Hier in der Mitte der Karte siehst du Palau. Hier links im Westen sind dann die Philippinen. Unten sehen wir dann Papua-Neuguinea. Hier ist Australien. Also Palau, sehr weit ab vom Schuss. Zoomen wir mal rein. Hier kannst du schon sehen, hier ist die Hauptinsel und dann, wie gesagt, gibt es ungefähr 500 andere Inseln. Palau ist unter amerikanischer Kontrolle. Es ist zwar seit 1994 unabhängig, aber immer noch sind die Amerikaner hier für den Schutz der Insel verantwortlich. Auch können Amerikaner ohne weiteres auf Palau leben und umgekehrt können Bürger von Palau auch in den USA leben. Palau war wichtig für die USA aus historischen Gründen, ist immer noch wichtig für die USA aufgrund der herausgehobenen geografischen Lage im Westpazifik. So, und dieses kleine Land, diese Inselgruppe Palau hat sich vor kurzem, nämlich 2022, dazu entschieden, eine E-Residency aufzulegen, ein sogenanntes Digital Residency Program. Dazu gibt es eine schöne Webseite, die schauen wir uns jetzt mal eben an. Hier kannst du die offizielle Webseite des Palau Digital Residency Programs sehen, rns.id. Link packe ich auch in die Beschreibung dieses Videos hinein. Und hier auf der rechten Seite siehst du dann auch schon diese ID-Card, also diesen Personalausweis, den du von Palau bekommen kannst. Und das Ganze für nur $248 für ein Jahr. Das Ganze kann man auch für 5 oder für 10 Jahre erwerben. Preislich macht es kaum einen Unterschied. Daher erwerben die meisten die Digital Residency für ein Jahr und erneuern sie dann. Wir haben auch einige Mandanten, die sich diese Residency hier besorgt haben. Das Ganze ist offensichtlich sehr effizient. Das heißt, du bestellst das über die Webseite. Dort musst du dann deinen Pass hochladen zur Identifikation. Und nach wenigen Wochen, also typischerweise nach meinem Verständnis nach so 2 Wochen, bekommst du dann an irgendeinem Ort der Welt hier deinen Personalausweis aus Palau zugeschickt. So, jetzt fragt man sich vielleicht, für was kann man diesen Personalausweis nutzen, diese ID-Card? Ist das nur ein Gimmick oder hat das wirklich einen Wert? Nun, also ein tatsächlicher Wert besteht darin, dass du 180 Tage länger in Palau verweilen kannst, als wenn du einfach nur als Besucher dort ankommst. Reist du dort zum Beispiel einfach mit einem deutschen Pass an, ohne diese ID-Card, kannst du dort 90 Tage verbleiben als Besucher. Mit dieser ID-Card wären es dann also 270 Tage. Wenn man also einen Ort bräuchte, wo man mal hier für längere Zeit durchatmen kann, dann wäre das sicherlich interessant. Weit abgelegen ist es. Schön tauchen kann man auch, segeln. Also da kann man sich sicherlich sehr schön aufhalten für einige Monate. Aber das ist natürlich nicht der Hauptgrund, warum Interessenten
diese ID-Card erwerben, sondern sie verwenden sie im Grunde hier als alternatives Identifikationsmittel, zum Beispiel bei Kryptobörsen, zum Beispiel bei anderen Webseiten wie X, früher Twitter oder Airbnb, wo man ja auch immer wieder sich identifizieren muss, zum Beispiel bei Hotels, vielleicht sogar manchmal beim Reisen oder bei Banken oder wo auch immer man eine ID heute vorlegen muss. Und das ist ja immer öfter der Fall. Jetzt fragst du dich vielleicht, was bringt es mir, diese ID-Card zu verwenden hier anstatt meines deutschen Personalausweises, anstatt meines deutschen Reisepasses? Nun, es liegt auf der Hand, dass hier der Schutz der Privatsphäre dich dazu bewegen könnte, hier eine solch alternative ID zu verwenden. Auf dieser ID-Karte steht zum Beispiel nicht deine Nationalität drauf. Da steht auch nicht deine deutsche Passnummer oder sowas drauf. Also du kannst, indem du diese ID zum Beispiel verwendest, online verhindern, dass hier deine persönlichen Daten oder Bilder, Kopien, Scans deines Passes, deines Personalausweises hier so durch die Welt zirkulieren. Das ist sicherlich ein Vorteil. Vielleicht hast du auch eine Nationalität und bist auf manchen Webseiten sogar gesperrt. Ich meine, die Russen werden diese Erfahrung gemacht haben, zum Teil sogar ja auch Amerikaner, die zum Beispiel nicht bei Gambling-Webseiten im Ausland spielen dürfen. So, mit einer solchen ID-Karte hier, wie gesagt, könntest du dich bei solchen Webseiten möglicherweise, also das wäre der Sinn, hier dann registrieren, ohne deine tatsächliche Identität offenbaren zu müssen. Für die ID-Card in Palau gibt es ganz interessante Zusatzleistungen. So kannst du zum Beispiel dort einen Quadratmeter Land pachten, mieten und bekommst so einen tatsächlichen Adressnachweis aus Palau. Auch hier ist die Idee, dass du diesen dann verwenden kannst, um dich zu identifizieren. Denn immer wieder wird ja nicht nur nach deinem Ausweisdokument gefragt, sondern eben auch nach einem Adressnachweis. Steuerliche Vorteile hat das Ganze keine, denn du lebst ja nicht wirklich auf Palau, du bist ja dort nicht wirklich hier steuerlich registriert, du hast ja keine Steuernummer. Steuerlich sieht es grundsätzlich in Palau so aus, dass ausländische Einkünfte nicht besteuert werden, aber wie gesagt, du kommst ja nie dazu, hier Tax Resident in Palau zu werden. Du bist ja immer nur Besucher, selbst mit diesem erweiterten Aufenthalt bis zu 270 Tagen hast du gemäß Gesetz zur digitalen ID immer den Besucherstatus. Steuerlich, also wie gesagt, hat die ID keine Vorteile. So, viele fragen natürlich auch, was ist mit Banken? Kann ich hier ein Bankkonto damit eröffnen? Meiner Meinung nach schwierig. Es gibt Berichte online, dass das gelungen ist. Die Organisation, die diese ID-Karten herausgibt hier auf Palau, hat zum Beispiel auch mal getweetet vor ungefähr einem Jahr, dass Wise jetzt hier die ID-Card akzeptiert. Halte ich für schwierig, denn ein großes Problem hat Palau. Es steht auf der schwarzen Liste der Steueroasen der Europäischen Union. Das heißt, überall in der Europäischen Union halte ich es für ziemlich schwierig, diese Karte jetzt bei Banken und so weiter zu verwenden. Mir fehlen jetzt tatsächliche Erfahrungswerte, ehrlich gesagt, inwieweit diese ID-Card sich im praktischen Leben einsetzen lässt. Wenn du praktische Erfahrungen hast, würde ich mich freuen, wenn du uns hier einen Kommentar hinterlässt und beschreibst, wie du diese Karte verwendest, wo sie funktioniert, wo sie nicht funktioniert. Ich habe die Webseite eines Rechtsanwaltes in den USA online gefunden, der diese ID-Karte hat und der sich zur Gewohnheit gemacht hat, überall, wo er sich hier ausweisen muss, diese Karte zu verwenden oder es zumindest zu probieren. Und das Ganze dokumentiert er dann in seinem Blog und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. So, hier haben wir dieses Blog dieser Kanzlei. Hier hat er zum Beispiel in Frankreich online ein polizeiliches Führungszeugnis für einen Mandanten angefordert und hat hierbei die ID-Karte verwendet und es hat wohl tatsächlich funktioniert. Anderes Beispiel, hier hat er sich bei X damit ausgewiesen und hat offensichtlich auch funktioniert. Hier hat er jetzt bei einer amerikanischen Bank probiert, diese ID-Card zu verwenden. Dort hat es nicht funktioniert. Man sagte ihm in der Bank, das ist bei Chase,
hat man gesagt, dass ausländische ID-Karten nicht akzeptiert werden zur Verifizierung der Identität. Es werden nur ausländische Pässe akzeptiert zur ID-Verifizierung und natürlich amerikanische ID-Karten, also Führerscheine, werden schon akzeptiert. Schauen wir uns noch ein anderes Beispiel an. Das ist vielleicht für viele interessant. Hier hat er versucht, ein Konto zu eröffnen bei Kraken. Kraken werden sicherlich viele auch von euch kennen. Und auch dort wurde die ID-Karte nicht akzeptiert. Er hat dann andere Beispiele zum Beispiel drin, wo er Alkohol gekauft hat oder in irgendeinen Nightclub rein wollte und da die Karte funktioniert. Das kann man sich ja auch vorstellen. Aber eben gerade im Bereich der Finanzdienstleistungen war es wohl schwierig für ihn, diese Karte zu nutzen. Wobei, wie gesagt, das war hauptsächlich in den USA. Ich weiß nicht, wie es außerhalb der USA und in anderen Ländern ist. Wie gesagt, wenn du hier Erfahrung hast, dann würde ich mich freuen, wenn du diese teilen kannst. Grundsätzlich, meiner Meinung nach, eine gute Idee, diese ID-Card. Kann man sich mal besorgen, kann man ausprobieren. Wie gesagt, wenn man die richtigen Erwartungen hat. Meiner Meinung nach ist das keine eierlegende Wollmilchsau, wie man so schön sagt, keine Silver Bullet, die hier alle Probleme löst. Aber vielleicht kann man damit verhindern, dass man dann seinen eigentlichen Ausweis, seinen eigentlichen Pass überall zeigen muss. Abschließend vielleicht dazu noch zu sagen, dass man natürlich diese ID-Karte nicht verwechseln sollte mit einer Staatsbürgerschaft. Das hat nichts mit einer Staatsbürgerschaft zu tun. Du bist also kein Staatsbürger von Palau. Du hast auch kein Recht, dich hier länger in Palau aufzuhalten als diese erweiterte Besuchszeit. Wenn du einen tatsächlichen Pass irgendwo erwirbst, sei es zum Beispiel durch Citizenship per Investment oder auch nach Einbürgerung, dann kannst du natürlich diesen Pass überall verwenden, auch als Identitätsdokument, auch bei Banken und so weiter und so fort. Insofern sie jetzt hier nichts gegen dieses Land haben, weil das Land nicht auf irgendwelchen Listen erscheint. Aber grundsätzlich ist natürlich ein Pass, den du erwirbst, ein vollwertiges Identifikationsdokument und hat nicht diese Beschränkungen wie jetzt hier diese ID-Card. Aber es ist ja auch sehr viel teurer. Daher, warum nicht einfach mal ausprobieren, eine solche ID-Card? Ich finde es eine gute Idee. Würde mich interessieren, was deine Meinung dazu ist. Wenn Themen wie diese auch dich umtreiben, wenn du digital Nomade bist, wenn du ins Ausland umgezogen bist, wenn du ausgewandert bist und dich mit den Themen Compliance, Steuern, Aufenthaltsgenehmigung, Zweitpässe und so weiter auseinandersetzt, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich dort steuerlich optimiert aufzustellen, einen mobilen Lifestyle zu führen, ihr Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.